Und hier ist das zweite Video auf meiner Reise nach Japan, wo ich mit dem Zwischenstopp in Shanghai hier das erste Mal quasi das erleben konnte, wofür ich jahrelang, Jahrzehnte fast gewartet habe, den Maglev, den Transrapid selber fahren zu können, ein bisschen mitfahren zu können, wenn man so will. Hatte auf jeden Fall Spaß gemacht. Also man sieht hier am Flughafen noch, wo ich mit den Fingern hochhalte, habe mir vorher gemacht, ein Foto, das will ich unbedingt haben. Man sieht mich auch hier mit dem Transrapid. Ich fand es wirklich toll, mit dem Zug zu fahren. Es ist ein unglaubliches Gefühl. Man sieht auch die Karte, dieses Ticket, Economy Class, Shanghai Maglev Train, SMT. Das Coole war, dieser Transrapid ist aus dem Jahr 2001, 2002. Ich habe noch einen Wikipedia-Artikel da verlinkt. Dieser Zug wurde noch in Deutschland gebaut. Also es ist die letzte deutsche Innovation im Transportwesen, die ins Ausland exportiert wurde. Zumindest ist mir nichts anderes bekannt. Und für die Chinesen ist es natürlich längst veraltete Technologie, aber für mich ist es quasi immer noch wie futuristisch aus Deutschland betrachtet, wo ich mit dem IC gefahren sind. Da waren wir gerade 150 Kilometer pro Stunde mit dem Transrapid hier, bin ich mit 300 gefahren. 300 Kilometer pro Stunde, 30 Kilometer in 10 Minuten, wo ich war mal ungefähr schon in der Innenstadt gewesen. War ein richtig cooles Gefühl. Und es ist 23, 24 Jahre schon dort, denke ich, oder 23 Jahre, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und man kann das für irgendwie 5 Euro oder so, hat er gekostet, die Fahrt. War mir definitiv wert, damit einmal zu fahren. Also wenn ihr aber nach Shanghai Airport Pudong fliegt, dann probiert es mal selber aus. Es war ein tolles Gefühl und sollte man definitiv einmal mal gemacht haben, dass man sieht, was wir in Deutschland hier eigentlich verpassen. Ja? Hier nochmal der Wikipedia-Artikel, dass man sich das mal ansehen kann, wann der Zug gebaut wurde und wann er da in Betrieb gegangen ist. Ja, und hier kann man nochmal sehen, 300 Kilometer pro Stunde, so schnell war der Zug dann. Also das ist einfach ein mega Gefühl, mit 300 Kilometer pro Stunde einfach zu fahren. Ich bin natürlich dann auch in Japan mit dem Maglev-Zug gefahren, ja, also nicht mit dem Maglev, mit dem Shinkansen, so rum. Der hat auch 300 Kilometer pro Stunde gehabt. Ist natürlich neuere Technologie, ja, der Transrapid ist ja eigentlich so gesehen schon längst veraltet. So, und ich habe ja bisher da kein Video gemacht in China zu dem Zeitpunkt. Ich möchte hier aber auch nicht so viel nur Bilder zeigen, sondern auch ein paar Videos. Aber leider ist es ein kleines Problem, weil in China konnte ich nicht so viele Videos machen vernünftig. Ich werde trotzdem ein paar versuchen einzubinden. Hier jetzt folgend kommen ein paar Videos mit ein paar Bildern überlagert, wo ich eventuell noch ein Voice-Over mache. Daher viel Spaß beim Anschauen. So, das ist das Zimmer hier in Shanghai. Ich habe natürlich schon mal hier geschlafen, habe ich jetzt noch mal kein Video davon gemacht. Er ist auf jeden Fall gutes Bett gewesen, man hat gut durchgeschlafen. Ich habe in der Naivität gedacht, Mensch, ich brauche keine Klimaanlage. Habe ich sie also abends abgeschaltet. Das war ein großer Fehler, denn ich konnte circa 2 Stunden später, also um 3 Uhr ungefähr, nicht mehr schlafen, bin aufgewacht und war zu heiß gewesen einfach. Also eine Klimaanlage kann man hier nicht mehr in Ruhe schlafen. Man sieht hier eine relativ schöne Aussicht auf den Fluss hier. Hier auch eine Straße. Nachts war es eigentlich still gewesen. Und ich denke, es liegt auch daran, wegen den Elektroautos hier, die viele, weil als ich gestern Abend mit meiner Freundin unterwegs war, da waren viele Autos und man hat fast nichts gehört. Also waren viele Elektroautos und man hat fast nichts gehört, dass aber hier Autos auf der Straße gefahren sind. Von daher, obwohl man hier an der Straße ist, hört man hier kaum was. Also ich habe nachts jedenfalls gut geschlafen. Überwachung nicht vergessen. Überall Kameras. Egal was man macht, überall sind Kameras. Wie verrückt. Der große Vorteil, man hat sogar 5G hier oben. Hier, 5G. 5G ist der Empfänger für bestes Internet in der Untergrundbahn. Und hier öffnen sich die Türen nur, wenn der Zug auch dort steht. Also keiner kann auf die Gleise fallen, keiner kann Menschen auf die Gleise schubsen, keine Unfälle.
mehr oder weniger maximale Sicherheit, wenn man so will. Kein Grund, Angst zu haben vor irgendwas. Und hier, man kriegt so eine Karte beim Eintritt und damit kann man dann quasi Zug besteigen. Das Wichtige ist, man muss die Karte behalten. Wenn man die Bahnstrecken verlassen möchte über den Bahnhof, muss man diese Karte in den Automat reingeben und dann nützt sie. Wenn man sie nicht hat, hat man ein Problem. Da kann man nämlich nicht einfach so den Bahnhof verlassen. Man muss seinen Reisepass vorzeigen oder seine Identitätskarte, damit man den Bahnhof dann verlassen kann, damit man nachvollziehen kann. Das ist keine NFC oder Chipkarte drauf, das ist einfach nur so ein Barcode drauf, der gescannt wird. Mehr nicht. So, wir sind hier in Jeonju Garden Station und hier sieht man die ganze Stadt. Überall wird gebaut, also überall sind Baukräne. Ein beschäftigtes Leben hier auf den Straßen. Es ist viel los an einem normalen Tag. Und hier ist das Shanghai Tower heißt das. Da wollen wir noch hin. Mal schauen, wie weit ich hier oben komme. Und hier ist hinten, wenn man gerne hinguckt, ist dieses berühmte Gebäude, wo dieses Loch drin ist. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber es ist oben irgendwie Nebel und es gibt leichter Nieselregen. Und ja, Leute wissen hier, wie man Business macht. Ne? Am Ausgang direkt Regenschirme verkaufen. How to make business für Anfänger. Und natürlich auch die obligatorische Kamera. Ansonsten, es ist schon begrünt hier. Es ist jetzt nicht, wie man sich vorstellt, eine Stadt aus Steinen, alles. Hier ist auch Sachen begrünt. Hier im Park, gerade man so einen Feueralarm. Und hier ist das, was ich... Oh, er geht wieder los. Ich hoffe, man hört mich gut verstehen. Also was ich cool finde, in Deutschland kann man ja überall rauchen. Ne? Wir haben einen kleinen Park, wir haben ein paar Bäume. Wir haben hier Leute, Menschen, Kinder rumlaufen. Und alles ist sauber hier. Kein Müll, nichts. Da gibt es diese Mülleimer. Sieht ein bisschen ungewöhnlich aus deutscher Sicht, aber so ist es normal hier. Und was ich cool finde als Nichtraucher, Smoking Area. Hier ist verboten zu rauchen. Es gibt hier hinten einen kleinen Bereich, ich zoome mal ran, wo man rauchen darf. In diesem Bereich ist Rauchen erlaubt. In diesem kleinen Bereich dort. Woanders nicht. Das ist extra eine Markierung. Und es wird halt enforced, also durchgesetzt und überwacht durch eine, wo ist es? Hier, eine Kamera. Die Kamera überwacht das, was hier passiert, und auf der anderen Seite, sie schaue ich gerade wahrscheinlich an, dass hier alles sauber ist, dass hier keiner raucht und hier Müll hinterlässt. Man kann Überwachung schlecht finden, aber dahingehend finde ich das gut, weil hier wird der Platz überwacht, man hat Sicherheit hier und es ist vor allem die saubere Luft. Und vor allem das Gute, wir haben viele Bäume hier, es ist keine Luftverschmutzung, wie man es irgendwie vorstellen würde. Alles ist modern. Ja, schauen wir mal weiter. So, immer Süßigkeitenladen. Keine Ahnung, auch Wasser gibt es ja auch. Wir sehen eine berühmte Straße angeblich. Und hier sehen wir viel chinesische Architektur. Und hier, auch interessant, die haben quasi eine kleine mobile Polizeistation hier, die mitten auf der Straße steht mit der Klimaanlage. Und ja, ziemlich viel, auch ich habe viele Touristen hier auch gesehen. Kann das sein? Diese Straße. Keine Ahnung, was darauf steht, aber es scheint eine berühmte Straße irgendwie zu sein. Ist auch touristisch gut besucht. Eine coole Sache, man kann sich hier bereits Melonen kaufen, geschnitten am Stiel, und Bezahlung, ganz modern, Scan von WeChat, Alipay Code, und schon kann man bezahlen damit. Coole Sache. Und das ist nicht teuer, glaube ich 6 RMB, wenn ich mich nicht irre. Oder ich sehe was falsch. Wir sind jetzt den ganzen Weg hierher gelaufen und endlich sehen wir die ganze Skyline hier. Ich weiß nicht, ob das die richtige ist. Also man kennt immer so ein bestimmtes Foto, wo man die ganze Skyline sehen kann. Heute habe ich Glück. Die Wolken sind nur ganz oben. Kein Nebel, saubere Luft. Und
gegenüber in Deutschland waren überall chinesische Flaggen. Man sieht es auch jetzt am helllichten Tag. Es ist so ca. 13, 14 Uhr. Es ist auch gut besucht. Und ich war ja noch nie in China. Und es kommt einem trotzdem, selbst wenn man hier steht, es kommt einem einfach surreal vor diesen Wolkenkratzern hier zu stehen. Und ja, die nächste Station wird wahrscheinlich sein, dass wir genau dahin wollen. Ich will da hoch und mal die Stadt von oben sehen. Auch wenn es keine Sonne ist, aber ich kann sagen, es ist leicht windig. Wir haben ungefähr 80% Luftfeuchtigkeit, Temperatur 24, 25 Grad. Es geht also. Also man kann mit einem leichten T-Shirt, eine kurze Hose, kann man hier gut ertragen. Eine Jeanshose wäre das unglaublich. Und das, obwohl keine Sonne scheint. Also so ein Wetter hier für Tourismus perfekt. Aber mit Sonne würde ich sagen, ne, das wäre schon wieder zu viel. Also da würde man sich kaputt schwitzen.